Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr alle heute dabei seid. Moment. Ja, ich bin der Andreas, bin der CEO von der Symedia und wir sprechen in den nächsten 40 Minuten circa über die Frage, wie wird After Sales vom Kostenblock zu einem skalierbaren Profit Center. Den Titel habe ich bewusst ein bisschen zugespitzt, ja, Revolution Servicemargen. Es geht also nicht um ein weiteres Tool, sondern um eine andere Logik im Service. Sicher zusammenarbeiten, Maschinen pragmatisch anbinden, Daten strukturieren und daraus wiederholbare digitale Serviceleistungen zu entwickeln. Unser Best Practice Beispiel heute ist Rena Technologies. Dominik Held wird uns aus der Praxis zeigen, was sich verändert hat. Und wir ordnen ein, wie ihr dann dieselben Prinzipien auf eure Organisation übertragen könnt. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir nehmen das Webinar auf, also keine Sorge, wir anonymisieren bei einer Weiterverwendung des Materials, es sind also Namen, Gesichter oder Chatinhalte nicht zu sehen. Ich hoffe, das ist okay. Außerdem schlage ich vor, dass wir im weiteren Verlauf per Du sind und zugunsten des Redeflusses werde ich mal aufs Gendern verzichten. So, kurz zur Runde, die sich eingefunden hat. Also ich moderiere das Webinar und setze den strategischen Rahmen. Warum muss After Sales jetzt neu gedacht werden und welche Schritte sind wirklich entscheidend? Unser Gast, Dominik Held, ist als Vice President Service and After Sales bei Rena unser Praxisanker. Du bringst ja die echte Umsetzungsperspektiven mit, inklusive der Punkte, die man in einem Projekt wie bei euch sauber lösen muss. Also ich freue mich, dass du da bist. Danke, Andreas, für diese Plattform, die du bietest. Ich freue mich wirklich, mit euch hier diese Minuten genießen zu können. Mir ist heute wichtig, dass wir das Zielbild aufzeigen und auch den Weg dorthin gemeinsam beschreiten. Ich hoffe, es gibt Fragen und wir schauen, wie wir die hohen Serviceanforderungen, die jeder von uns hat, wie wir die gemeinsam meistern. Und wie wir uns unterhalten hatten, das ist kein IT-Projekt, sondern es ist ein Projekt, wie man vom Service mit einem Geschäftsmodell entwickelt, um anschließend im Markt weiter wachsen zu können. Danke. Cool. Die Folie zeigt außerdem unser Expertenteam. Also wir verdichten die Sprecherrollen heute bewusst auf den Dominik und auf mich. Aber wir haben auch Produkttechnik, Security, Compliance, wir haben alle da. Im Fragenteil dann gerne an die Kollegen direkt. Dominik liefert die Rena-Praxis und die operativen Umsetzungsperspektiven. Zum Ablauf bewusst reduziert, also keine Feature-Schlacht, keine 60 Folien Produktdemo. Wir gehen in 5 Schritten vor. Erstens, warum Service jetzt neu gedacht werden muss. Zweitens, welche Ausgangslage Rena hatte und warum viele Maschinenbauer sich da vielleicht auch wiederfinden können. Drittens, die Lösung in 3 Schritten, digitalisieren, anbinden, skalieren. Viertens wichtig, die messbaren Ergebnisse und die Übertragbarkeit. Und klar, fünftens natürlich, wäre natürlich auch noch cool, wenn was für euch dabei ist, also euer konkreter nächster Schritt oder euer Nutzen, den ihr da ableiten könnt. Das Ziel ist, dass ihr nach 40 Minuten klar seht, wo euer größter Hebel liegt, auch wenn ihr noch nicht mit Symedia arbeitet. Also wenn ihr Fragen habt, dann einfach in den Chat schreiben. Die Jungs werden die Wortmeldungen sammeln, clustern und im QA-Teil können wir dann gerne durchgehen und live beantworten. Also, los geht's. Warum ist das Thema Servicemargen gerade jetzt so relevant? Weil in 26 mehrere Entwicklungen gleichzeitig auf den After-Service treffen. Erstens natürlich der Kostendruck ist und bleibt extrem hoch. Reisen, Wartezeiten und knappe Expertenressourcen sind zu teuer, wenn sie weiterhin das Normalfall bleiben. Zweitens, Betreiber akzeptieren Remote Access nur dann noch, wenn Sicherheit, Freigabeprozesse und Audit Trails nachvollziehbar sind. Drittens, Stichwort AI. Natürlich ohne strukturierte Service- und Maschinendaten bleibt AI mehr eine wilde Idee, aber wird definitiv kein umsatzrelevantes Ergebnis liefern. Die Chancen entstehen in einem, wie wir hier sehen, auch in einem sicheren Ökosystem. Betreiber, OEMs und Servicepartner arbeiten auf einer Plattform, klaren Datenhoheiten beim Betreiber.
Remote First verbessert Diagnosezeit, Erstlösungsquote und natürlich auch die Marge. Compliance wird dann nicht zur Bremse, sondern mehr zum strategischen Vorteil. Also zuerst rasch Serviceprozesse digitalisieren, dadurch entsteht die Grundlage für sichere Maschinenanbindung und das ist dann auch die Basis für weitere Geschäftsprozesse, AI-Use-Cases, was auch immer. Alternative ist natürlich bekannt, Medienbrüche, keine Audit-Trails, Service bleibt Cost-Center, AI-Potenziale versiegen oder kommen erst gar nicht in Fahrt. Und das gilt es eben genau zu durchbrechen. So, vielleicht mal genug von mir. Dominik, magst du mal ganz kurz einen Überblick zu Rena geben? Ja, sehr gerne. Ich möchte uns ganz kurz vorstellen. Wir sind ein 30-jähriges Unternehmen. Wir haben weltweit über 3.500 Anlagen installiert, die als Assets live in unserem Portfolio sind. Die betreuen wir also. Wir betreuen die Bereiche Semiconductor, MedTech, Glass, Wafering und Renewable Energies. Wir haben hier mit einem zentralen Thema zu tun bei unseren Kunden. Ein Stillstand, der ist nicht nur ärgerlich, der strengt nicht nur an, sondern der erzeugt bei unseren Kunden extrem hohe Kosten. Und somit dieser Part wird dieser auch wieder kritischer werden, 26. Es ist entscheidend und kritisch anzusehen, wie schnell wir diese Stillstandszeiten minimieren können und wie wir Lösungen anbieten können. Die Erwartung von unseren Kunden, die ist sehr hoch. Wir haben eine Maschinenverfügbarkeit von über 99% als Standardforderung. Wenn ein Problem auftaucht, geht es dem Kunde nicht darum, wie die Organisation es löst auf dem Papier, sondern er will den Experten haben. Er möchte sofort eine Hilfe haben und er braucht jemanden, der an seiner Seite steht. Das Ganze braucht eine nachvollziehbare Lösung. Ja, deswegen ist auch Rena als Beispiel so wertvoll. Ne? Ihr habt eine extrem hohe Komplexität, eine globale installierte Basis, steigenden Druck natürlich, da geht es uns wahrscheinlich allen ähnlich auf Profitabilität und natürlich auch auf die Compliance. Das ist jetzt mit NIS 2 und CAA noch aktueller geworden. Also Rena ist sozusagen auch kein Sonderfall, sondern ich glaube sehr nah an der Realität von den meisten Maschinenbauern vom Setup her. Okay, dann lass uns mal konkret werden. Wie war die Ausgangslage vor der Transformation? Ja, wir haben sehr, sehr viele Leute, die sind verstreut über den ganzen Planet in unseren Servicestationen. Wir haben sehr hohes Potenzial an Know-how. Was wir feststellten war, dass wir den Prozess nicht durchgängig genug gelebt haben. Das bedeutet, einfaches Praxisbeispiel, ein Kunde meldet ein Problem, sehr häufig per Mail, aber teilweise auch über andere Social-Media-Kanäle. Dann beginnen wir zu telefonieren, versuchen das Problem wirklich zu analysieren. Es gibt dann Rückfragen auf beiden Seiten. Wir bekommen Fotos, wir bekommen nochmal eine Beschreibung, die wir vielleicht eventuell erst gar nicht verstehen, Dokumente. Es geht teilweise sehr lange, bis wir verstehen, welche Anlage das beim Kunden ist, weil der Kunde seine eigenen Anlagenparks benennt, bezeichnet. Der wiederum liegt uns nicht vor. Irgendwann mal wird dann der Zustand wirklich erkannt. Es ist klar, wer zuständig ist und wir haben eine Idee, wie wir lösen können. Sowas dauert ganz schnell mal 2 bis 3 Stunden. Ähm, ein weiteres Problem ist nicht, dass es nur ein einziges E-Mail ist, sondern wir haben mehrere Kanäle. Wir haben überall wieder sehr verstreuten Kontext und der einzelne Servicefall, die Kommunikation, die Dokumentation und auch die Freigabeprozesse. Man prüft, ist der Kunde überhaupt, liegt ein Servicevertrag vor oder wird es ein bezahlter Service. Das ist nicht zusammengeführt in einem Management-Tool und dadurch entsteht Suchzeit, Wiederholung, Fehler, ja, und eine Unsicherheit. Check. Nicht schön. Ja, und ich glaube, genau das sehen wir bei vielen Maschinenbauern. Ja. 4 Muster, die immer wieder auftauchen, lange Diagnosezeiten, hohe Servicekosten durch Vororteinsätze, fragmentierte Prozesse und natürlich ein Service, der eher als Cost-Center halt gehandhabt wird. Kernaussage ist, einzelne Tools sind dann nicht die Lösung. Es braucht Durchgängigkeit, es braucht diesen sicheren Serviceprozess zwischen dem Betreiber, dem OEM und entsprechendem Servicepartner.
So, die Ausgangslage von Rena hat 4 Ziele notwendig gemacht. Erstens natürlich Kosten senken durch Remote First Diagnose, weniger Vororteinsätze und die schnellere Experteneskalation im entsprechenden Kontext natürlich. Zweitens den Serviceumsatz steigern über digitale Servicepakete, Connected Assets, also verbundene Maschinen und wiederkehrende Umsätze. Ich glaube, das ist das Zauberwort. Drittens die Compliance absichern mit einem sicheren Audit Trail, mit der Betreiberkontrolle und der IEC als Vertrauensanker. Und viertens die Datenbasis für weitere Geschäftsmodelle schaffen. Denn erst wenn ich die Maschine angebunden habe und sicher die Daten abholen kann, dann kann ich natürlich auch erst auf dieser Grundlage weitere Themen aufsetzen. Und wichtig ist die Reihenfolge. Ja, digitale Services bringen zunächst diese Assets, Servicefälle, Kommunikation, Dokumentation in eine saubere Struktur, in eine Reihenfolge, hast du ja auch gesagt. Das ist einfach wichtig, weil du sonst sehr, sehr verstreut und quasi über die Medienbrüche hinweg unterwegs bist. Das geht auch ohne eine technische Maschinenanbindung, wenn dann natürlich die Maschine angebunden ist, also eine physikalische Maschinenverbindung hergestellt ist. Das macht dann Remote Access, Datenlink, Data Retrieval und zum Beispiel auch Application Management möglich und zugänglich. Also Transformation. Die Transformation lässt sich also eigentlich verdichten und zusammenfassen in diesen 3 Punkten: Digitalisieren, Anbinden, Skalieren. Digitalisieren heißt eben diese ganzen Service Case, Kommunikation, alles auf einer Plattform zu strukturieren. Das Anbinden heißt, die Maschine dann verbinden, und zwar so, dass der Betreiber jede Verbindung startet und kontrolliert. Ja. Und skalieren heißt natürlich dann die digitalen Serviceprodukte aufsetzen, Datenservices, auch AI-Use-Cases, wenn das schon auf der Türschwelle ist. Wichtig, die Reihenfolge ist nicht optional. Wenn wir Remote Access auf unstrukturierte Prozesse setzen, dann digitalisieren wir Chaos. Ja. Also wenn man dagegen zuerst eben die Prozesse beherrschbar macht, dann wird der Remote Access akzeptiert. Das sehen wir auch aus der täglichen Praxis, messbar. Und später kann man dann auch monetarisieren. Und das hat ja auch Rena sehr erfolgreich gemacht. Ja. Wenn man jetzt den ersten Schritt anschaut, Serviceprozesse digitalisieren, ist nicht als Selbstzweck, sondern um Geschwindigkeit, Transparenz und eben die Compliance in denselben Prozess zu bringen. Ne? Ja, für uns war entscheidend und wichtig, dass ein Service Case an einem Punkt beginnt, nicht irgendwo anders weiterläuft, sondern die Verantwortlichkeiten, die Dokumentation, die Historie, die müssen zusammenliegen. Der Chat, das Whiteboard, ein Video, all das zusammen in einer Software verhandelt, sodass wir diesen Case anfangen und auch enden und dass wir niemals in einem externen Kanal enden. Ja. Und der zweite Punkt ist natürlich dieser Audit Trail. Ja, wenn wir über Betreiber, OEMs oder Servicepartner sprechen, geht es nicht nur um schnelle Kommunikation, es geht auch darum, später nachvollziehen zu können, wer wann was freigegeben hat, welche Informationen geteilt wurden und wie die Lösung entstanden. Es geht auch darum, wenn man AI-Produkte aufsetzt im Sinne von einem Chatbot, dann ist extrem wichtig, dass die Daten, die zugrunde liegen, sauber sind, weil sonst kriegt man dann auch nicht die richtigen Ergebnisse raus und kann sich da auch dann am Ende nichts ersparen. Exakt. Anfangs begann das für uns auch als sehr, sehr administrativ zu wirken, haben dann aber schnell herausgefunden, dass die Produktivitätshebel, die sie daraus ergeben, enorm sind und damit auch das Verständnis der Anwender. Haben Feedback bekommen, das ist klasse, wir investieren ein wenig und haben danach alle gemeinsam was, weil immer der Kontext vorhanden war, jeder sieht das Gleiche, speziell wenn ein Experte noch eingebunden werden muss, dem fortlaufenden Prozess, liegt dem auch alles vor. Auch nicht zu vernachlässigen, neue Kollegen, die eingelernt werden müssen, die kommen durch so ein System einfach schnell in den Lauf und können somit sofort messbare Ergebnisse liefern. Ja. Der Kunde hat bei uns erkannt, dass er aufgehoben ist, das Vertrauen entwickelt sich besser und wir haben eine extrem hohe Bindung. Sobald er einmal so ein Case mit uns durchgegangen ist, ist das Thema nachvollziehbar. Er versteht es, der Prozess ist klar, die Abläufe sind klar, die Freigabeprozedere. Hervorragend.
Ja, der zweite Schritt ist dann eben die sichere Maschinenanbindung. Die Folie zeigt halt die Transformation sehr klar. Vorher 2 bis 3 Stunden Diagnosezeit, Identifikation über E-Mail, Telefon, WhatsApp, häufig eben nur Vororteinsätze, auch bei einfachen Fällen, muss ja auch nicht unbedingt sein, und kein lückenloser Audit-Trail. Ja, nachher mit dem Symedia Hub haben wir statt Stunden ja wirklich für die Erstdiagnose Minuten gebraucht. Wir haben 18% aller Fälle sofort direkt remote lösen können, einfache Dinge, oder konnten die Informationen so aufbereiten, dass dann die weitere Bearbeitung schneller wurde. Was wir auch gelernt haben darüber, wenn wir remote unsere lokalen Einheiten bei der Maschineneinrichtung, bei dem Startup unterstützen, dass wir da extrem hohe Reisekosten sparen und auch ja, den Leuten das Gefühl geben, den Mitarbeitern das Gefühl geben, sie sind nicht alleine. Ja. Was wir dann auch haben, was ich nicht verschweigen wollte, ja, sorry, ja, wir haben, jetzt bin ich durcheinander, Ich glaube, die, es ging die, auch noch Ver- die um die Zertifizierung, ne? genau, Um die diese ESG. Ja. Zertifizierung ist ja nicht unser Kernthema. Da waren wir froh, dass wir euch, die Symetra, als Partner hatten, um dann genau das auch zu machen, Ja. was Compliance angeht. Ja. Das ist auch technisch ein irgendwie anderes Vertrauensmodell als klassische breit geöffnete Remote-Zugänge. Also wir sprechen nicht über versteckte Netzwerkkoppelungen. Der Zugriff ist immer punktuell, nachvollziehbar und vom Betreiber freigegeben. Das ist auch quasi dann in der Compliance so gefordert. Genau das reduziert auch den Widerstand in IT, OT, Security-Diskussionen. Wir haben mit dem Hub bisher jedes einzelne Security Audit geschafft, und wir sprechen von 2500 Neukunden und das durchaus in kritischen Industrien. Ja. Was für uns auch besonders war nochmal, dieses schnelle Einrichten. Das geht auch los mit dem Hub, der sehr einfach und intuitiv ist für uns zu implementieren, aber eben auch nachher, wenn wir die Anlagen vor Ort in Betrieb nehmen. Es gibt immer was zu ändern und wir haben nicht die Möglichkeit, immer den Software-Experte oder den Maschinenexperte oder den Prozessexperte zu haben. Und so mussten wir im Service einfach schneller werden, ja, planbarer und auch die Kontrolle übernehmen, ja, dass wir bei Treiber das versprochene Leistungsversprechen für die Gesamtanlage abliefern konnten. Ja. Das schafft Akzeptanz, bringt Geschwindigkeit und bringt uns Planbarkeit und Sicherheit in den Serviceprozessen. Und damit natürlich auch die Einsparung, die entsprechende. Ne? Der Schritt 3 ist dann natürlich der Margenhebel, also Serviceprodukte entwickeln, nicht nur Kosten sparen, sondern eben Service Revenue systematisch aufbauen. Das kann mit Remote-Service-Paketen beginnen, definierte Reaktionszeiten, priorisierte Experten-Eskalationen und zum Beispiel dokumentierte Supportprozesse als buchbare Leistung. Das hat ja auch dann relativ schnell gesehen, dass das ein Hebel ist, oder? Exakt. Bei uns war das so ein Stück weit auch intern und extern ein mentaler Wechsel. Früher hatten die Kunden eine Anlage gekauft und haben sich dann versucht, allein damit zurechtzufinden. Heute bezahlen sie für die Verfügbarkeit, für die Reaktionsfähigkeit und die Kompetenz, die wir mitliefern und den Zugang zu unseren Experten. Ja. Wenn man das sauber aufsetzt, Pakete schnürt, Service Level Agreements daraus entwickelt, dann wird aus einem Servicefall oder aus einem Serviceprodukt ja eine immer wiederkehrende Serviceleistung und eine so richtige Servicebeziehung. Ja. Ich habe da ein Beispiel. Wir hatten einen sehr unzufriedenen Kunden in den USA. Das Projekt lief schleppend. Wir hatten Verzögerungen auf beiden Seiten. Der Kunde war kurz davor, die Anlagen zurückgeben zu wollen. Wir haben dann ja, über ein großes Expertengremium, wo wir eine Taskforce gebildet haben, mehrere Wochen hier, alle unsere Experten zusammengebracht. Wir haben mit dem Kunden über die Symedia Hub-Lösung an den Prozessen gearbeitet, teilweise weit darüber hinaus, was wir hätten leisten müssen. Das Ergebnis daran endete, dass der Kunde seither regelmäßig bei uns Service bestellt. Und dort hat sich eine echte Beziehung entwickelt. Das macht genau den Schritt aus, dass man nachher vorankommt und mehr Geld verdient. Genau, dass man wiederholbare Pakete hat, klare Preismodelle und natürlich auch so ein Lifecycle Revenue Ansatz ist ja so,
Natürlich will man nicht die Maschine fire and forget, sondern man will ja die Maschine während des Lebenszyklus kontinuierlich weiter betreuen. Man will den Kunden auch natürlich an sich binden und natürlich auch im Service dann entsprechend Geld verdienen, ja, indem man sich Geld spart, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein super Angebot für den Kunden geben kann. Das ist so der Schritt vom Cost Center zum Profit Center. So, Frage an alle, an euch. Welche Daten sammelt ihr heute, die morgen vielleicht als Serviceprodukt dienen könnten? Oder also Zustandsdaten, Reports, Wartungsindikatoren oder Expertenverfügbarkeit? Einfach mal in die Kommentare, dann kann man das später auch noch mal ein bisschen uns anschauen, vielleicht mehr mit Praxisbezug. Moment, ganz kurz. So, den Teil Zielerreichung. Achso, den glaube ich überlasse ich dir, Dominik. Das ist, glaube ich, ist bei dir besser aufgehoben. Sehr gut. Also wir hatten vorher diese extrem hohe Servicekomplexität, nochmals, ja, hohe Vorortkosten. Ich starte jetzt mal an einem Beispiel. Wir hatten einen Einsatz, an erinnere ich mich sehr, sehr gut, wo ein Kunde einen Anlagenstillstand meldete. Er konnte auf seinem HMI nicht mehr weiter. Die Anlage war unbedienbar. Bis wir das organisiert hatten, dass jemand vor Ort ging, verging ungefähr eine Woche. Bis dann ein Kollege dorthin geflogen war, vergingen nochmal 24 Stunden. Er war vor Ort. Er war beim Kunde genau 15 Minuten. Das Problem war gelöst und er ist wieder nach Hause gereist. Dieser ganze Einsatz, ja, der kam ganz schnell in den fünfstelligen Bereich, war für alle Parteien wenig befriedigend. Wir mussten den Kollegen überzeugen, von einer anderen Aufgabe aufzustehen, diesen Fall anzunehmen. Der Kunde war absolut nicht zufrieden mit der Performance. Und genau das hätten wir uns im Prinzip sparen können, wären wir verbunden gewesen, was wir nicht waren. Dann wäre dieser Fall diagnostiziert worden und hätte sofort, ja, abgewickelt werden können. Ja. Wir sehen heute, ja, vor allem diese zentrale Kollaborationsplattform. Der Kunde liefert uns Daten, Informationen in einer sicheren Umgebung, über die raus wir wieder mit unserem Expertenwissen zusammenarbeiten können und kollaborieren. Das ist weit mehr als eine Remote-Fernwartung, sondern das ist eigentlich eine Plattform, die uns die Zusammenarbeit erst ermöglicht auf einem Level, das wir so nicht hatten. Wir sehen heute klar, ja, mindestens 5-mal schnellere Startup- und Setup-Prozesse in unseren Anlagen, dadurch, dass wir zusammenarbeiten. Wir haben den Serviceumsatz gesteigert im Bereich Service, dass wir einfach Service-Level-Agreements verkaufen konnten, die wir so früh als überhaupt nicht anbieten wollten, konnten und liefern konnten. Reden über etwa 30% Kostenreduktion. Das kommt vor allem daher, dass wir nicht so viel reisen, dass wir schneller sind, dass wir weniger Informationsverlust haben, dass wir auch weniger Fehler machen und durch eine Optimierung unserer Ressourcen. Heute ist es ganz klar, die Kunden, ja, signalisieren uns, sie wollen eine Verfügbarkeitsgarantie. Und eine Verfügbarkeitsgarantie, da haben wir uns immer schwer getan. Und sehen jetzt aber das Tool in der Hand zu haben, mit dem man eine Verfügbarkeit nicht verspricht, sondern in Zukunft auch absolut garantieren kann, weil wir sicher sind, wir erreichen sie. Ja, ich glaube, das ist die Beweislinie, nicht ein isolierter Effizienzgewinn, sondern die Kombination aus Kostenreduktion und eben der Umsatzaufbau durch die Verfügbarkeit und auch die Möglichkeit, dem Kunden was Neues anzubieten. Ich meine, dadurch verändert sich natürlich die Marge fundamental. Also war vielleicht der Ausdruck zu Beginn Revolution, Service, Marge doch ein bisschen berechtigt. Ja. Die Ergebnisse sind eben da bewusst auf 4 Kerngrößen reduziert. 29% weniger Servicekosten, hat der Dominik schon gesagt, 150% mehr Serviceumsatz, 5-mal schneller, kurzes ROI-Zielbild. Wichtig, Rene ist kein Einzelfall. Wir sehen das öfter. Jeder Maschinenbauer mit installierter Basis, hohem Serviceaufwand und Compliance-Druck kann mit denselben oder ähnlichen Hebeln starten, Prozesse digitalisieren, Maschinen anbinden
und eben Serviceprodukte skalieren. Beim ROI, das ist immer eine interessante Sache, entscheidend sind also Umfang und die Ausgangslage natürlich. Ja. Also bei fokussierten Piloten sprechen wir über Wochen und nicht über Monate oder Jahre. Ja, also die Erfahrung zeigt, ein ROI in weniger als 6 Monaten normalerweise. Konservativ hängt natürlich auch ein bisschen von der Agilität der Zielorganisation ab, aber auf jeden Fall auch eine Amortisation innerhalb von 6 bis 12 Monaten. Das ist auf jeden Fall möglich. Und genau deshalb starten wir eben mit einer konkreten Potenzialanalyse statt mit eben Pauschalversprechen. Ja. Es ist wichtig, dass man da gemeinsam drauf schaut. Ich glaube, die Folie, die ist mir nochmal wichtig, weil sie die Vorteile für beide Seiten benennt. Ne? Die OEMs, also für die OEMs, den Maschinenbauer geht es um 10 bis 15% weniger Gesamtkosten, höhere Servicemargen, Remote-Service als Umsatzmodell und natürlich die Skalierbarkeit ohne proportionalen Personalaufbau. Und für die Maschinenbetreiber, also für den Kunden, geht es dann auch um 15 bis 25% weniger Gesamtkosten, auch ROI nach weniger als 4 Monaten. Und für die meisten das Allerwichtigste ist, die Verfügbarkeit zu steigern. Allein wenn man zwischen 5 und 10% nach oben kommt, ist das richtig viel Geld für die Kunden. Ja, mehr Kontrolle über Daten und natürlich auch über den Remote-Zugriff tut dann noch tut dann noch dazu. Ja. Also durch dieses Vorgehen haben natürlich beide Seiten einen positiven und einen multiplizierenden Effekt. Ja. Das ist so quasi wie ein, wie soll ich sagen, wie ein Akzeptanzmotor, ja, wenn beide Parteien mehrfache Vorteile haben dadurch. Ja. Ja, uns geht es vor allem hier um die Summe von Einsparungen, die in einem digitalen Serviceprozess sich einfach abbilden. Den Umsatzwachstum, den wir daraus sehen. Wir haben zusätzliche Serviceprodukte, sind am Markt, ja, werden erkannt vom Kunden und wir entwickeln dadurch neue Geschäftsmodelle, vor allem digital. Cool. So, ein Punkt ist mir noch wichtig, ja, weil wir sind seit 30 Jahren am Markt, ja, und wir haben schon viele Dinge erlebt und auch sehr viele Erkenntnisse gesammelt. Ja. Remote Access scheitert selten an der Idee. Er scheitert meistens am Vertrauen. Also die Betreiber wollen wissen, wer greift wann, worauf zu, wer hat das freigegeben, wer hat das Recht, weil das vielleicht eine zahlungspflichtige Leistung ist, was wurde dokumentiert und wer behält die Datenhoheit. Und deshalb bestehen die 4 Bausteine aus eben Betreiberkontrolle, der IEC, der 62443, 3-3, die wir mit dem Hub auch haben, Audit Trail und der Datenhoheit. Also jede Verbindung wird vom Betreiber gestartet und freigegeben. Der Serviceverlauf wird nachvollziehbar dokumentiert und natürlich Multi-Tenancy und klare Rollenmodelle schützen dann Betreiber und die Herstellerinteressen gleichermaßen. Somit ist das Zertifikat nicht nur nett auf einer Folie, es ist auch ein strukturierter Sicherheitsrahmen für diese OT-Umgebungen und eine belastbare Grundlage für NIS2 und CAA-Compliance. Also CAA adressiert ja die Produkte mit digitalen Elementen, NIS2 adressiert eher die Organisationen und die Lieferketten. Die IEC im Hub bringt eine Compliance mit, in die ihr dann vielleicht zukünftig bezogen auf den digitalen Service nicht mehr investieren müsst. Also wir halten das Ökosystem sicher und rechtskonform. Und die kaufmännische Konsequenz dazu ist auch klar, Compliance wird dann ein bisschen vom Bremsklotz zum strategischen Vorteil, weil wir haben auch quasi die Unmittelbarkeit, dass natürlich die Einhaltung von NIS2 und CAA erstens mal gesetzlich mittlerweile vorgeschrieben ist und natürlich auch Konsequenzen für die Entscheidungsträger fordert. Ja. Also kurz gesagt, erst wenn ein Betreiber Vertrauen hat, dann öffnet sich der Weg für Remote Access und damit natürlich für den schnelleren Service und dann, wie wir auch vom Dominik gehört haben, für die neuen digitalen Geschäftsmodelle. So,
wie könnt ihr jetzt starten? Ist ja ein Webinar, soll ja auch was für euch dabei sein. Einstieg sollte pragmatisch sein, also nicht auf einen perfekten Rollout warten. Das hat in der Vergangenheit, haben wir auch gesehen, ist selten eine gute Strategie. Also vielleicht mit 10 Maschinen starten, mit den wichtigsten Servicefällen. Ja, es geht darum zu erfassen, wo Suchzeiten, wo sind Medienbrüche, wo sind die Eskalationen, wo kostet das heute besonders viel in der Organisation. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, genau den Weg sind wir gemeinsam entlang gegangen. Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Ne? Wir haben gestartet mit den stabilen Prozessen, haben dann Remote Access von euch geliefert bekommen, haben die Serviceprodukte dann entwickelt. Ja. Was haben wir falsch gemacht? Nur eins. Wir hätten früher damit beginnen sollen, wirklich früher, ja, und kleiner. Wir hatten teilweise zu viele Kämpfe intern, die wir hätten übergehen können, ja, schneller sein und dass dann auch der Plan ja, so entsteht, wie er gedacht war. Nicht drauf warten, bis alles perfekt ist. Das ist mein Tipp. Ja, und dann kommt natürlich die Monetarisierung hinten drauf. Also wenn man dann im Laufen ist und wenn man die ersten Maschinen integriert hat, dann ist natürlich auch der Zeitpunkt, wo man sich die Monetarisierung überlegt. Welche digitalen Pakete gibt es, welche Datenservices, vielleicht auch bis zum Schluss AI-Potenziale abzuleiten. Das ist ja gerade die große Frage. Hat Europa in der Industrie eine Relevanz beim Thema AI, Machine AI? Ich glaube ja, weil wir haben die größte Installed Base weltweit. Wir sind noch immer, ich würde mal sagen, vorne, ja, aber die Zeit drängt. Ja. Die Chinesen holen auf, die Amerikaner wollen wieder selber produzieren. Also ich denke, wir müssen einfach auch mal ein bisschen aufs Gas drücken, ja, und da die Dinge einfach schneller und pragmatischer angehen. Zum Abschluss auf den Punkt gebracht, was sollt ihr mitnehmen? Ich wiederhole es nochmal. Ja. Erst die Prozesse digitalisieren, dann die Maschinen anbinden. Ist eine wichtige Reihenfolge. Ähm, ohne IEC, Security, Compliance und Betreiberkontrolle ist es mit dem Remote Service schwer, den zu vermitteln oder den auch also die Akzeptanz hochzufahren. Klein starten, schnell skalieren ist, glaube ich, das Mittel der Wahl. Und digitales Serviceprodukte als Weg vom Cost zum Profit Center. Also die Mischung aus Einsparung und zusätzlichen Serviceprodukten ist wichtig. Ja, ergänze ich sehr gern nochmal. Ja. Die Reihenfolge ist wirklich entscheidend. Wer die Organisation nicht mitnimmt, keine Befürworter hat und die Prozesse nicht von Anfang an sauber aufsetzt, der hat nachher nur noch Diskussionen und die fängt man fast nicht mehr ein. Ja. Und stellt fest, dass das meistens Prozessprobleme sind. Das sind gar keine technischen Probleme, das sind Prozessprobleme. Wer ist verantwortlich, wer macht was, warum, wieso, weshalb. Ja, also die Fragen, die ihr euch vielleicht schon mal stellen könnt, ist, wie strukturiert laufen die Serviceprozesse heute wirklich ab? Ja, wie viel Prozent von euren Maschinen sind remote erreichbar? Oder auch, welche Serviceleistungen könnte man heute schon paketieren und zum Kunden bringen? Wenn man dann im Hinterkopf hat, das Thema, äh, dass wir digitalisieren, anbinden und dann monetarisieren. Dann, glaube ich, wird ein Schuh draus. Nochmal ganz kurz, das ist quasi jetzt der ganz kurze Vertriebsteil. Ich habe den Auftrag, den auch zu erledigen. Also der nächste Schritt ist wirklich auch bewusst einfach gehalten. Wir bieten für Webinarteilnehmer 30 Minuten Service-Potenzialanalyse an. In dem Termin wird es dann darum gehen, euer aktuelles Setup, Serviceprozesse, Remote-Quote, Kosten, Umsatzhebel. Und danach bekommt ihr dann von uns die Top 3 Hebel, eine individuelle Einschätzung zum Return on Investment. Wir haben für Betreiber und für OEMs ROI-Rechner, die wir sehr detailliert einsetzen können. Rollout und vielleicht sogar mal eine sinnvolle erste Pilotgruppe, mit der man sowas starten könnte. Den Buchungslink schickt man dann in der Mail im Nachgang zum Webinar als Bonus. Erhalten dann alle Teilnehmer natürlich auch zusätzlich noch eine ROI-Vorlage und einen 10 Maschinen Startplan. Der ist jetzt sehr allgemein gehalten, wohlgemerkt. Also uns geht es darum, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir diesen Individualtermin machen, dass wir die Analyse machen können und dann auch individualisiert die ersten Ideen in den Raum stellen können, damit wir dann schnell weiterkommen. So,
Ich glaube, das war's. Wir sind, glaube ich, von der Zeit her gar nicht so schlecht durchgekommen. Wir sind jetzt im QA-Teil angelangt. Weiß nicht, haben wir schon Fragen im Chat oder einfach Hand hoch und los? Ich glaube, die RENA-spezifischen Fragen kann gern der Dominik beantworten. Ja. Sonst Fragen, Produkttechnik, auch gerne mit den Spezialisten. Ich poste den Link zur Potenzial nachher noch im Chat. Also jetzt eure Fragen gerne. So, ich sehe, im Chat gab es bisher noch keine Meldungen. Einfach loslegen, also einfach nur Mikro an, kann auch die Kamera ausbleiben. Und wenn es Fragen an den Dominik gibt, ich gehe mal davon aus, das wird für euch sehr interessant sein, kommt ja quasi aus der Herstellerseite, vielleicht auch für Praxistipps einfach los. Ja, vielleicht, wer Eine sich Frage nicht war der Ja, Zeithorizont. Dominik, eine Frage war der Zeithorizont für die Implementierung. ja, also wir hatten eine Digitalisierungsstrategie, da war ein Teil davon, der war 3 Jahre angedacht. Wir haben aber in einem Jahr das geschafft, so weit zu kommen, dass wir angebunden waren komplett und hatten auch Rückenwind damals durch das Thema Corona. Das hat das Ganze sehr, sehr beschleunigt. Also wir waren schneller, als wir uns vorgenommen haben. Aber der Prozess läuft nach wie vor. Ja, wir haben das auch gesehen. Corona hat für den Remote-Teil natürlich schon ein bisschen Motivation mitgebracht, auch wenn der Anlass nicht gut war. Aber es hat natürlich schon viel in den Köpfen Veränderung herbeigeführt, dass Remote-Arbeit möglich sein muss und somit natürlich auch das ganze Remote-Thema befeuert hat. Also wir haben auch zu Corona, Anfang Corona auch einen sehr, sehr starken Wachstumsschub gesehen. Leider ist es dann ein bisschen in der Konsequenz, ja, und in der Stabilität hat es dann ein bisschen nachgelassen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass die Anbindung von Maschinen, ja, uns gerade in Europa doch noch einen Vorteil schaffen kann. Eben die Kollaboration, die Zusammenarbeit, dass nicht jeder so durchs Becken schwimmt, und dass wir darauf aufbauend auch gemeinsam Lösungen entwickeln. Ja, auch vielleicht mal über die AAS mit den Komponentenherstellern gemeinsam Projekte macht. Und wenn man dann automatisiert Datenstrukturen abziehen kann und in AI Projekte mal einbringt, dann haben wir aber auch die Daten, die relevant sind und die dann auch helfen, Maschinen zu optimieren. Weil wenn ich nur ein Teilbild davon habe, dann wird es natürlich schwierig. Dankeschön. Eine andere Frage war, wie die Anbindung im asiatischen Markt und zwar speziell China funktioniert hat. Was gibt's da zu beachten? Was gab es da zu beachten? Wer mag? Ich kann. Mach mal du. Ja, das war die große Frage im asiatischen Markt. Wir haben es geschafft, ja, über einen Hongkong-Server, der vertrauenswürdig war, zu überzeugen, dass hier wir nichts Schlimmes abführen. Und bis zum heutigen Tag sind alle Anlagen, die wir ausgeliefert haben, verbunden und melden sich auch noch zurück. Also das funktioniert. Und das funktioniert vor allem dadurch, dass der Kunde im asiatischen Bereich auch erkannt hat, wenn der Schmerz groß wird, dann muss man sich bewegen und das haben sie getan. Ja, und Ja, aber und wir haben im Hub haben wir eine Sales Allowance in China, also für die Hardware und für die Software. Das heißt auch, jeder, der Sorge hat, ob das rechtlich konform ist oder ob die Chinesen dann irgendwann mal die Verbindung kappen. Also der Hub ist diesbezüglich, hat eine Erlaubnis vom chinesischen Staat, dort auch eingesetzt zu werden. Super, danke. Da noch eine Frage. Werden die Kundenanfragen in das Ticketsystem automatisch überführt oder müssen diese noch manuell vom Team eingetragen werden? Und wie hat man es geschafft, dass das Team dieses Ticketsystem akzeptiert? Also es werden teilweise noch manuell übertragen, weil es einfach der Weg sein kann, dass wir einen Vor-Ort-Service haben. Da nutzt der Kunde uns einfach, weil es bequem ist. Ja.
Er kann es aber auch selber tun. Und die Akzeptanz war sehr schnell da, weil jeder den Nutzen vom Ticketsystem erkannt hat. Also die Informationen überall zu finden, keine Brüche und die Geschwindigkeit. Es dauerte wirklich nicht lange und jeder hat damit gearbeitet. Danke. Läuft die Kundenkommunikation beim Servicefall rein über diesen Symedia Hub oder gibt es noch parallele Kanäle, wie beispielsweise immer noch E-Mails und geht auch bei Bedarf Videocalling? Also es gibt nach wie vor natürlich parallele Kanäle. Wir versuchen es zu zentralisieren, dass wir das alles wieder an einer Stelle haben, die Informationen. Und wir machen das auf jeden Fall auch mit dem Videocall. Das geht ja über den Hub und auch schon vorher über den SP1. Mhm. Mhm. Und also Kunden von uns machen das auch so, dass sie zum Beispiel den Anruf, also die Hotline, die ist jetzt mittlerweile kostenpflichtig und nur wenn der Kunde über den digitalen Kanal kommt, dann ist der Erstkontakt zumindest kostenfrei. Das hilft dann auch ein bisschen, den Kunden in die Richtung zu motivieren und außerdem ist es natürlich viel effizienter, wie wenn man per Telefon die Kundennummer durchgibt, dann ist ein Fehler drin und so weiter. Okay, und dient dieser Symedia Hub auch als Kundenportal oder gibt es noch was Separates? Nee, der Riesenvorteil, das sagt vielleicht ich nochmal, der Riesenvorteil ist, dass wir Multi-Tenancy haben. Das heißt, der Hersteller und der Betreiber sind auf derselben Plattform, haben dieselben Funktionalitäten und entscheiden dann, auf welcher Ebene sie zusammenarbeiten. Das heißt, der Betreiber kann für sich seinen Service organisieren, kann alle Funktionen des Hubs verwenden. Und genauso kann das der Hersteller machen. Das heißt, sie teilen sich zwar nicht, das ist datenseitig ist das getrennt, die sind gejailed, diese Mandanten, aber sie können dann entscheiden, für die Maschine XY möchte ich mit dem Kunden Rena oder mit dem Hersteller Rena zusammenarbeiten. Dann sagen die, hey, mit dem, das ist die Maschine, bitte lass uns da den Digital Service machen. Oder umgekehrt, der Hersteller lädt seine Kunden ein und sagt, das sind alle meine Maschinen, die 4 stehen bei dir, wollen wir darüber den digitalen Service machen. Es geht für beide und beide haben die volle Funktionalität und die volle Autonomie zu entscheiden, wie weit sie sich integrieren. Okay, danke. Dann werden wir jetzt mal Ne- versuchen, das Eine Mikrofon Hand ist für noch den. vom Rudi ist noch gehoben. Genau, ich wollte gerade sagen, Also, ich schaue jetzt mal, dass ich für den Rudi Berg das Mikrofon freigebe und dann kann Rudi Berg seine Frage stellen. Ich versuche das mal. So, funktioniert das? Jo, hat funktioniert, glaube ich. perfekt, Wunderbar. super. Ja, und zwar eine Frage an den Dominik. Habt ihr jetzt das Symedia jetzt als Serviceprodukt an die Kunden verkauft oder wird es dann über einen Servicevertrag abgewickelt oder wird das überhaupt mittlerweile über jede Neumaschine mit angeboten dem Kunden oder wie wird das vertriebsseitig dann weitergegeben? Ganz viele Fragen, Frau Mr. Reinach. Also wir haben ganz am Anfang begonnen, es im Produkt zu verankern. Das heißt, der Hauptvertrieb hat ein beschriebenes Serviceprodukt und kann diese Leistung dazu buchen. Und ihm wird auch gar erklärt, wenn er kein Symedia hat, wenn es heißt bei uns natürlich Rena Hub, Rena Connect Plus, wenn er diese Produkte nicht kauft, dann hat er eine geringere Reaktionszeit. Die Gewährleistungszeit verändert sich und er muss für gewisse Serviceleistungen mehr bezahlen. So haben wir das als erstes gemacht. Mhm. Okay, vielen Dank. Gut, ich habe alle Fragen abgefackelt. Auch keine weiteren Meldungen mehr. Dann würde ich mal erstmal schon mal Danke sagen an Dominik und Andreas. Habt ihr noch ein paar famous finishing words? Ja, schwarze Seite. Nee, vielen Dank an alle für eure Zeit, für die guten Fragen, für die Diskussion. Also mitnehmen, Servicekosten reduzieren, Revenue steigern, Compliance absichern, gehört zusammen, nicht nebeneinander. Also danke nochmal, der Link kommt im Nachgang, gerne aber auch proaktiv nochmal auf uns zukommen. Dominik, dir ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, respektive auch ein bisschen offen zu legen, wie ihr das so gemacht habt. Danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich, wir freuen uns auf den Austausch.